So Frage auf Abwägen, sozusagen. Ja, ich bin doch da rein. Dann, ich habe damit schon angerufen, meine Mama ist vollkommen bis dann, ciao. Die Haare in der Form leuchtet ab. Und ich glaube, dann habe ich mich auch auf die andere Seite gestellt. Und die haben sich dann Geht weiter? Ach, das haben wir. Ja. leider. Ich will natürlich schon vornehmen. Und, ja. Genau, ja. Bitte nehmen Sie Ihre Wurzeln klar. Ja. So schön gemütlich da vorne an der Tonne. Ja, Was denn? Noch so einer mit so dummen Kommentaren. Erbst es heute nicht da, ich dachte, dann mach ich das. Nicht? So, sitzen alle wieder? Ich glaube. Licht. Lass mal wieder 13 sein. Lass das Licht der Taschenlampe durchs Zelt tanzen und glücklich sein. Glücklich darüber, dass die Geräusche der Nacht nicht imstande dazu sind, den Reißverschluss am Zelteingang zu öffnen. Spürst du, wie wir noch immer lachten, als er in unseren Erinnerungen noch einmal ins Lagerfeuer fiel? Wie sein rußverschmierter Körper uns kurzzeitig die Sicht auf unser Feuer versperrte? Wie sein Gesicht voller Erleichterung strahlte, dass er nicht brannte, alles noch heil und am richtigen Platz war. Wie glücklich wir in solchen Nächten waren, fast bedingungslos, wie immer. Lass mal wieder 13 sein. Lass das Licht der Sonne noch einmal für diesen verräterischen Schatten sorgen und so unser Versteck preisgeben. Uns enttarnen als die Gruppe, die heimlich rauchend zwischen Vegetation und Stromhäuschen verschwand. Die sich gegenseitig nicht nur die mittlerweile heiß gerauchte Zigarette herumreichte, sondern sich auch pflichtbewusst und liebevoll ohne Worte kleine Äste und Blätter aus dem Haar zogen. Spürst du, wie einig wir uns waren? Lass mal wieder 13 sein. Lass im flackernden Licht des Fernsehprogramms noch einmal über uns reden und dabei nicht mitbekommen, was in dieser Welt gerade geschieht. Dass diese Welt, während wir hier sitzen, zerbrach und heilte, sich bekriegte, versöhnte, um sich wieder zu entzweien. Fast so wie wir, die beinahe täglich Freundschaften auf den Prüfstand stellte, um am Ende doch die gleichen um uns zu wissen. Spürst du, wie fragil und doch beständig jede dieser Beziehungen war? Lass mal wieder 13 sein. Lass noch einmal das einzige Problem so klein sein, dass es auf einen gefalteten Zettel zwischen Schulbänken passt. Mit seinen Fragen, den Antworten und den vielen Sätzen dazwischen. Die Worte, die in deinen Augen für dieses Licht, dieses Leuchten sorgten. Spürst du, wie wir angespannt auf die Antwort der wichtigsten Fragen warteten, während wir lernten, was Wahrscheinlichkeit ist? Lass mal wieder 13 sein.
Lass uns noch einmal das Licht der roten Lampe über der Tür bestaunen, wie wir es mit unseren Taten auslösten. Genießen, wie es danach im Schulhaus roch. Wie wir angespannt, aber ohne Reue, mitten im Flur standen und auf die Konsequenzen warteten, während der Rest angewidert im Raum saß. Wie sie die Fenster öffneten, um zu verdrängen, was unsere Neugier schuf. Spürst du, wie sicher wir uns fühlten, obwohl doch alles so zerbrechlich schien. Lass mal wieder 13 sein. Lass uns noch einmal gleichzeitig glücklich, einig, angespannt, fragil und doch so sicher fühlen. Lass mal wieder 13 sein. Lass uns nur noch einmal fliegen. Noch einmal alles wichtig und doch so selbstverständlich nehmen, wie wir es nur damals konnten. Lass nur noch einmal wieder 13 sein. Danke. Motto. Der nächste Text heißt Schade. Es war einmal ein zeitgeschichtlich winziger Moment, während dem alles, absolut alles möglich schien. Der böse Wolf wurde von den Geißlein gesteinigt. Ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte hätte es sein können. Für einen Wimpernschlag konnten wir den Blick auf eine Welt werfen, so anarchistisch und absurd bunt, dass wir sie nicht verstanden. Freiheit. Doch ohne Glauben an diesen Traum gab es auch keine Propheten, die bei einer kritischen Masse Gehör fanden. All die intellektuellen Kassandras wurden ignoriert und die magische Chance aus kurzsichtigen Gründen vergeben. Das war 1990 und sie nannten es Einheit, ein Euphemismus. Östlich der Elbe wissen die Deutschen, wie es sich anfühlt, über persönliche Grenzen zu gehen. Denn sie taten etwas, auf das sie selbst nicht vorbereitet waren, entdeckten ihren Eigensinn und kamen zeitgleich zur selben Antwort. Jetzt ist der Moment, etwas zu verändern. Ohne Führer, ohne Waffen, ohne Drehbuch. Die Mauer muss weg. Die Regeln: aufrecht stehen, um einander ins Gesicht zu blicken. Den Lügen nicht folgen. Keine geschönten Berichte mehr, keine hohlen Parolen, kein Lächeln für die aktuellen Kameras. Sprich und wähle. So war der Anfang. Es werde Licht im Schwarzen Kanal. Die einen verließen das Schiff, robbten, schwammen, kletterten, besetzten Botschaften, riskierten den Tod oder in einem Gefängnis zu verrotten. Die anderen blieben, nach Halt suchend, widerstanden der Wut, schritten Seit an Seit voran. Alle waren in Bewegung, alles war möglich, frei von Angst. Es gab und gibt kein richtiges Leben im Falschen. Nur unbedeutend später, nach einer keusch bebilderten friedlichen Revolution, einem Schabowski-Witz, einer Zeit voller Brüche und Freudentränen, gingen die Ostdeutschen einem Bauerntrick auf den Leim, einem goldenen Kalb. Wir sind Brüder und Schwestern, vereint in der Währung. Sorgenfreier Reichtum, ein Segensspruch von blühenden Landschaften. Der Plan zur risikofreien Annexion der Ostgebiete, bereits Jahrzehnte vom Kapital in Szenarien geprobt, wurde vollstreckt vom Ehrenwortkanzler der Großindustriellen. Minutiös vorbereitet und reizvoll wie Licht für Motten. Während Manfred und Bärbel an einem runden Tisch mit selbstgestrickten Socken und der Mentalität des kumpelhaften Wohlwollens auf eine Partnerschaft hofften, auf Augenhöhe, zogen sie ihre American Express. Karl Marx wurde ohnmächtig. 4 Jahrzehnte hatten Fanfaren und Fackelumzüge uns grau für rot ausgegeben, hatte man uns vorwärts seitbereit geheißen, dabei mit jedem Jahr mehr die Ideale einer Nachkriegsjugend entstellt. Inzwischen erwachsen wählte diese enttäuschte Jugend nun tiefschwarz, da jeder Anschein von Rosa bereits Verrat war. Das Volk, eben noch eine Macht, lief den Agenten der Dividende direkt ins Messer. Verzückt wie ein Dürstender von der Fata Morgana. Wir hätten wissen können, dass die freie Marktwirtschaft uns zu Unfreien macht, hätten wissen müssen, dass alles Ansinnen der Treuhand, welch Hohn, einzig auf das Wohl der spiegelgläsernen Türme gerichtet war, treu nur der Hand, die sie nährte. 40 Jahre wurden wir vor stetig wuchernden Geschwüren gewarnt. Was folgte, war schwarzbraun blühend. Denn nach Dr. Best, damit ich dich besser fressen kann, und der in die ostdeutschen Führungspositionen weggelobten 4. Garde,
Maybach fahrender Fettsäcke, kam auch die Expansion des bestehenden braunen Packs aus Deutschland über alles. Hoyerswerda, medial aufgebauscht zum Synonym für die Radikalisierung des Ostens zur No-Go-Area, verschleiert dabei gefeierte Republikaner und DVU im Süden der Republik, vergisst den rechten Rand der sich selbst christlich nennenden Altparteien, vergisst Solingen und all das braune Gesocks von Altnazis in Politik, Richter, Lehrer und Wissenschaftsämtern der Bundesrepublik, die hochbetagt nur darauf warteten, den geknechteten Sozis eine Stimme zu geben. Die Feuer im Osten wurden im Westen gelegt, auch heute noch. Endlich das Traumweich, die Krönung, 100 Mark Begrüßungsgeld als Geschenk für die westdeutsche Wirtschaft und einen Wechselkurs für Ostvermögen von 2:1 zur Mark. In Worten, ihr seid genau halb so viel wert wie wir. Demütigung. Die gnadenlose Überheblichkeit in der haltlosen Annahme, im richtigen System aufgewachsen zu sein, der Irrglaube, frei und selbstbestimmt gehandelt zu haben, brach sich Bahn in einer absurden Siegermentalität. Geld regiert die Welt. Auf der anderen Seite die Unterwürfigkeit bis zur Selbstverleugnung gelernt, vergaßen Ostdeutsche beinahe alles. Einen berechtigten Stolz auf Arbeit, auf Leben, eine bessere Hymne, die Emanzipation der Frau, ein funktionierendes Bildungs-, Gesundheits- und Abfallsystem, die zentrale Steuerung der akademischen Ausbildung, vergaßen vor lauter Wut auf die in Stein gemeißelten Männer ihre gesamte Identität und ihr Wissen um die Mechanismen des Kapitalismus. Die D-Mark, der Poltergeist, den wir riefen, verschlangen die Biografien. Einzig das Sandmännchen blieb von den IM-Vorwürfen verschont und erhielt diplomatische Immunität. Das Blockflötenorchester nahm Platz in der Loge. Wir hätten so viel mehr einbringen können für den Fortschritt eines neuen Landes. Dies aber hätte ein erhebliches Maß an Selbstreflexion auf beiden Seiten bedeutet. Denn wir in den gebrauchten Bundesländern gehen für unseren Lebensstil über Leichen, haben Benno Unsorg und Rudi Dutschke auf dem Gewissen, wählen Bundespräsidenten und markig tönende Ministerpräsidenten mit NS-Vergangenheit, stationieren strategische Flugkörper auf dem Staatsgebiet, lassen zu, dass Vertriebene noch immer von einem Remis ausgehend Revanche für ihre Leiden fordern, halten uns fein aus der Politik heraus, solange der Vorgarten blüht. Andersdenkende werden inhaftiert oder erhalten Berufsverbot. Proteste gegen die Stadtbahn West, Gorleben, Wackersdorf werden von der Staatsmacht auch mit Gewalt unterbunden. Das nennen wir Demokratie. Und wir in den neuen Bundesländern waren nicht alle Stasi, aber viel zu lange leise, nicht blind, trotzdem neidisch auf die Tempel des Überflusses, paralysiert vom Schrecken des Wortes Bautzen, eingeschüchtert von Uniformen und Stacheldraht, dachten in Zeitlupe seit den jungen Pionieren, lebten in Zwischentönen, also ja, naiv ganz sicher. Aber wichtiger, wir sind jetzt eine Bereicherung für ein Land, das sich neu erfindet, andere Prioritäten setzt, blockfrei, neutral im Zentrum Europas, unter neuer Flagge als vereinte Deutsche Republik. Denn wir, das Volk, sind endlich mündig. Stattdessen haben die Thinktanks der dunklen Seite eine de Maizière, später sogar als echtes christliches Wunder eine Merkel-Marionette aus dem märkischen Sand gezaubert, als unbescholtene Pfarrerstochter, die in Moskau Physik studierte und Kanzlerin wird. Jedem Ostdeutschen klingeln da die Ohren. Haben uns Gesamtdeutschen noch während wir trunken Freiheit schrien, die nächsten Knebel zwischen die Zähne gezwängt. Mehr als 30 Jahre später steigen die Rüstungsausgaben unermesslich. Sind wir von gleichem Lohn für gleiche Arbeit so weit entfernt wie von gerechter Bildung? Wird die Struktur der kollabierenden Sozialsysteme noch immer einzig vom Kapital bestimmt? Hält man uns alle erneut hinter der Mauer und schürt das wechselseitige Unverständnis mit einem Solidaritätszuschlag, den alle, Ost wie West, dem System zahlen, ohne das System zu verstehen? Die Enge ist maximal, das Netz dichter als erahnt, klebrig flanierende Faschisten. Es ist nicht gewünscht, näher hinzuschauen, Helden des heiligen Marktes in Frage zu stellen, den Geist zu erheben. Die letzte Wildheit wurde ausgebügelt, man wirft keine Knochen, um Rätsel zu lösen. Die schwarzen Türme geeint unter einem runden Icon mit Gesicht, als gemeinsame Sprachlosigkeit der Menschheit, neue Einfaltigkeit im Namen des Fortschritts. Betrachtet man die DDR aus der Distanz,
Nahverkehr statt Auto, Glas statt Plastik, saisonales Gemüse statt Südfrüchten, Urlaub im eigenen Land statt Flugreisen, Ausbildung orientiert am Bedarf, soziales Wohnen, Krippen- und Kindergartenplätze für jedes Kind, Fernwärmenetze, so müsste man zu dem Schluss kommen, dass wir uns jetzt genau dorthin wieder bewegen sollten, um zu überleben und als Nation zu bestehen. Die Grausamkeiten einer Mauer sind längst wieder Realität, diesmal weniger in Sichtweite an den EU-Außengrenzen. Von gönnerhaften Lehrern den Ostdeutschen erst beigebrachte westliche Werte brauchen keine Minenfelder und Selbstschussanlagen. Sie ersaufen im Mittelmeer. Wir trauen ihnen noch immer nicht den Visionen eines anderen, besseren Systems, weil es dunkle Golems gab wie gibt. Ein Heil den Strategen in ihren Bunkern, wartend auf Fusion, Propheten der Angst. Visionen sind wie wir, fehlbar. Sie jedoch nicht zu leben, ihnen nicht den gebührenden Platz zu geben, wäre ein Unheil, das wir uns zwingend nicht noch einmal leisten sollten. Denn alle Macht geht von unseren Träumen aus und die Intuition verbindet uns alle. Der Geist bleibt frei. Schade. Und wenn sie nicht an ihrer Weißwurst erstickt sind, hört man die bierselig Entrüsteten noch heute an den Stammtischen von undankbaren Zonis geifern. Ihnen möchte ich voller Kampfeslust sagen, ich wurde in der DDR geboren. Die letzte Schlacht gewinnen wir. Ganz kurz. Feuer. Ich will dir ein bisschen Feuer und Öl ins Feuer gießen. Oh, danke. Mein Text heißt auch Schade. Es war ein Wort, wo wir alle unterschiedliche Texte geschrieben haben und zufällig haben wir den alle dabei. Schade. Er lief durch die engen Gassen und spürte weder Wind noch Kälte. Schmales Kopfsteinpflaster, hügelig und puzzelartig erstreckte sich. Vorbei an kleinen, sich aneinander schmiegenden Häusern. Sicher hatte das Alter der Bauwerke Schuld daran. Die schwarzen Metallbalkone duldeten keinen Besuch. Lediglich üppig gefüllte Blumen durften sich durch die Metallstreben schlängeln. Laute Gespräche, unterbrochen von Gelächter und dem Marktgeschrei, zogen an ihm vorbei. Er war fast angekommen. Der Duft der kleinen Kaffeerösterei um die Ecke stieg in seine Nase. Eine starke Note, kräftig und vollmundig, schwarz wie die Nacht, schwarz wie in seinem Herz. Er trank ihn gern mit Milch und dennoch blieb er schwarz. Seine Hände, gehüllt in weiße Handschuhe, griffen in seine Brusttasche und holten sein Geld heraus. Kleingeld hatte er reichlich. Er nahm seinen Kaffeebecher und lief weiter. Es ist so schade, was aus ihm geworden ist. Heute macht es kaum noch Freude, ihm zuzuschauen, sprach die Bedienung zu den wartenden Kunden hinter ihm. Sie sahen ihm schweigend nach, als er gebückt den Laden verließ. Ein kleines Mädchen mit roten Lackschuhen, gehüllt in einem weiß-roten Kleid, riss sich von der Hand ihrer Mama und rannte bis zum Schaufenster. Ihre kleinen Finger klatschten an die Scheibe, ihre stupsige Nase klebte daran und ihr Atem beschlug die Sicht. Erst als er um die Ecke lief, ließ ihr Blick von ihm ab. Es war fast 9 Uhr, als er ankam. Einen kleinen Standplatz hatte er nahe dem Fluss. Am Geländer hingen bunt bepflanzte Blumenkästen, ein zarter Duft verströmte von Zeit zu Zeit. 2 Sitzbänke standen davor und meistens waren sie besetzt von Schaulustigen oder sich einfach nur ausruhenden Passanten. Er selbst hatte weder Stuhl noch Tisch. Keine Dekoration oder auffälliges Geplänkel. Er war sein Schauwerk. Er, der Pantomime. Seine schmale Bauchtasche, die um seiner zarten Hüfte lag, war alles, was er brauchte. Sie hing locker auf seiner schwarzen Hose und kaschierte raffiniert geflickte Nähte und abweichende Farben, die ineinander griffen. Sowas. Sein dunkelgrünes Hemd und die rote Fliege lagen farblich im Clinch. Aber er mochte es.
Eigentlich hätte er auf Hosenträger verzichten können, doch sie gaben ihm etwas Gefühl, Halt zu haben. Etwas, das ihn immer wieder zurück auf den Boden zog. Sein rotes Künstlerbarett mit einer wackelnden schwarzen Blume war Teil seines Ensembles, welches er vor Jahren während einer Aufführung geschenkt bekommen hatte. Seitdem spielte es mit und hätte Geschichten erzählen können. Doch er war Pantomime und seine Aufgabe war es, mit Ausdruck, Gestik und Mimik zu spielen, einzig zur Unterhaltung anderer. Wenn er etwas konnte, dann spielen. Die Blicke der Zuschauer fesseln, sie zum Stehenbleiben zu bringen, sie ins Staunen zu versetzen, ihnen ein Lachen oder Weinen zu entlocken. So war es zuletzt, vor vielen Jahren gewesen. Es ist schade, denn er war irgendwann nicht mehr er selbst. Er hatte vor langer Zeit vergessen, wie es ist, kein Pantomime zu sein. Irgendwann wurde aus ihm ein Gebärdenspiel, ein Schauspiel ohne Stimme, Szenen nur mit Mimenspiel und Tanz. Eine traurige Hülle, die übrig blieb. Eine Hülle, die er durch nichts füllen konnte. Für ihn gab es nur die Farben, die er trug. Der Kirchturm schlug 9 Uhr, als er mit seiner weißen Hand von der Stirn abwärts über sein Gesicht fuhr und sein Schauspiel begann. So als hätte er einen Schalter betätigt. Sein schlanker Körper, fast ausgemergelt, wiegte sich im lauen Wind, als wäre er eins mit der Strömung. Musik hörte er in seinem Kopf, nur für ihn bestimmt. Keine Noten, kein Takt, der nach außen drang, aber er tanzte, als hätte sie alle Welt hören können. Eine leichtfüßige Schrittfolge ließ ihn schwebend wirken. Jahrelanges Ballett, knochenhartes Training waren der Grund für seine präzise Abfolge. Doch interessierte es keinen der Zuschauer. Sie sahen nur das, was sie sehen wollten, und er bot ihnen zudem eine einzige emotionale Show. Doch je länger er spielte, desto schwerer war es für ihn, seine Mimik aufrechtzuerhalten. Ein dauerhaftes Lächeln kann ebenso ein verstecktes Weinen sein. Als seine Mundwinkel anfingen krampfhaft zu schmerzen, fiel er gern in einen Handstand und bot den Zuschauern eine andere Perspektive. Abwechslungsreich und vielfältig beschrieben ihn die Kritiker in den Zeitungen. Dabei war es nur ein schneller Wechsel seiner Bewegung und Emotion, bevor er kurz vor dem Zusammenbruch war. Das Publikum feierte ihn für seine Ausdruckskraft und Kreativität, doch er beweinte sein emotionales Auftreten. Wie konnte er lachen, da er alles verloren hatte und Tag für Tag Gefangener in seinem eigenen Schauspiel war? Die Tage verselbstständigten sich und er spielte in seiner Autonomie. Woche für Woche verging, während der Herbstwind die Blätter der Bäume bunt hauchte und die unterschiedlichsten Menschen sich in ihre Wollkleidung zwängten, eingehüllt, Schicht für Schicht. Er, der Pantomime, trug seine Hose, sein Hemd mit roter Fliege und spielte beharrlich sein Minenspiel. Auch heute war sie wieder da, das kleine Mädchen mit den roten Lackschuhen, kein Kleid dafür, eine graue Wollhose, grüne Strickjacke und einen roten Schal. Seit Wochen schaute sie ihm schon zu und war fasziniert. Sie sah ihn als Künstler. Am liebsten mochte sie seinen Handstand und dass seine Beine währenddessen umherwackelten und er sie dann zu einer Brezel formen konnte. Oft stand sie an einer Ecke und tanzte ihm nach. Heimlich hatte sie von Vater weiße Baumwollhandschuhe eingesteckt. Er war Optiker 3 Straßen weiter und benutzte sie zum Reinigen der Brille. Sie waren ihr viel zu groß und die Fingerspitzen waren nur zur Hälfte ausgefüllt. Aber sie zog sie ganz fest über ihre Hände. Es störte sie nicht. Sie wollte sein wie er, der Pantomime. Während sie ihn bestaunte, versuchte sie seine Musik zu spüren und sich nach seinem Takt zu bewegen. Ihr Körper war zart und sie lernte schnell. Sie schwebte über das Kopfsteinpflaster. Der Takt in ihrem Kopf sorgte für Schwung und Leichtigkeit. Sie spielte und tanzte als freier Geist, unbeschwert. Etwas, das die beiden grundlegend unterschied. Er war zentriert auf seinem kleinen Standplatz, eingesperrt hinter unsichtbaren Scheiben. Sie war unbefangen und schwerelos. Wieder fuhr er mit seiner Hand über die Stirn abwärts und mit ihm begann das Mädchen das Gleiche zu tun. Synchron. Sie stand vor ihm und war sein Spiegel. Sie kannte alle seine Bewegungen, Gestik, Mimik. Sie hatte gelernt und sich getraut. Eine kleine Menschenmenge blickte überraschend zu den beiden und folgte den Szenen des Mimenspiels. Sie tanzte in seinem Takt, wie ein Schatten, verfolgte sie ihn.
Sie war flink, ihre Bewegungen waren fließend und lieblich anzusehen. Die Passanten füllten sich und rückten zusammen, auch die Bedienung der Kaffeerösterei stand unter ihnen. So schön war es, den beiden zuzuschauen. Die Gestik und Mimik waren so aufeinander abgestimmt, als hätten sie lange Zeit geprobt. Vollkommene Harmonie. Sie bewegte ihre kleinen Finger, als wäre sie ein Teil von ihm. Der schwarze Schminkstift, ein Überbleibsel der Narrenzeit, hatte sie breit über ihren Mund geschmiert. Auffallend ihr gemaltes Lächeln. Sein Lächeln hingegen wirkte fad. Er wusste nicht, was gerade geschah, aber er ließ es zu. Sie schlossen beide die Augen und folgten ihrem inneren Takt, der Musik und den Gefühlen. Immer mehr Schaulustige sammelten sich und staunten. Sie bewunderten das kleine Mädchen und jubelten ihr zu, obwohl er doch auch dasselbe Minenspiel spielte. Er drehte sich zu dem Mädchen und presste seine Hände gegen eine Glasscheibe, die er nicht durchbrechen konnte. Eine der bekanntesten Darbietungen. Sie legte ihre kleinen Finger an seine und war für ihn die Scheibe. Diesmal war sie sein realer Widerstand. Etwas, das er tatsächlich greifen konnte. Das er tatsächlich greifen, fühlen und drücken konnte. Egal, wo er seine Hand hinsetzte, ihre Hände waren schon da. Ihre Blicke trafen sich und sie war glücklich, dass er sie endlich sah, wirklich, bewusst ansah. Für ihn war es ein fremdes und neues Gefühl. Leicht irritiert ließ er seine linke Hand auf sein Bein fallen, als sie ihre Chance sah und in ihre Hose griff. Sie zog einen Schlüssel heraus und steckte ihn ins Schlüsselloch und schloss die Scheibe auf. Er schüttelte mit dem Kopf und wehrte sich und drückte seine Hand gegen ihre. Sie jedoch nickte und griff nach ihrem schwarzen Schminkstift, bemalte ihm seinen fahlen Mund und zauberte daraus ein strahlendes Lächeln. Sie stand auf, reichte ihm die Hand und zwinkerte ihm zu. Vorsichtig schaute er aus seinem Glaskasten und stieg heraus. Er sah die vielen Menschen, die bunt gekleidet waren, wie sie lachten, klatschten und weinten. Sie hielt ihn ganz fest und rückte seine rote Fliege zurecht. »Es ist so schade gewesen, dich eingesperrt zu sehen«, sagte sie. »Gehen wir etwas spielen und lass die Welt da draußen unser Spielplatz sein.« Danke.